Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, der Monat August ist schon wieder vorbei, so schnell ging's und wir werden mal die 3 Aktien aus meinem Depot anschauen, die in diesem Monat alleine die beste Performance gemacht haben. All das in diesem Video. So wie jeden Monat möchte ich auch diesen Monat oder am Ende diesen Monats euch einen kleinen Einblick in mein Depot geben und so ein bisschen euch mal zeigen, welche Aktien denn schlecht performt haben und welche gut performt haben. Und die 3 besten Aktien aus meinem Depot werden wir in der Chart- und Fundamentalanalyse ein bisschen näher betrachten. Gehen wir doch gleich mal rein ins Video. Doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, hier seht ihr auch gleich mal schon die Übersicht aus meinen Aktien bzw. die Aktien aus meinem Depot. Und wir werden uns mal anschauen, okay, welche von den Aktien haben denn am besten bzw. am schlechtesten performt. Und hier sehen wir schon auf der Performance auf der Einmonatsbasis sehen wir interessante Aktien, die ziemlich schlecht performt haben leider. Darunter TSS, die durch die Quartalszahlen auch sehr stark gelitten haben, wo ich aber auch sage, okay, das ist jetzt meines Erachtens eine Kaufgelegenheit, vor allem langfristig, sicherlich ein spekulativer Titel, aber guckt es euch gerne mal an, beziehungsweise dann machen wir vielleicht auch mal ein anderes Video drüber oder gerne im Livestream. Moderna hat auch ein bisschen gelitten. USA denkt darüber nach, die mRNA-Impfstoffe komplett zu verbieten. Das hat die Aktie unter anderem auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, mit nach unten gerissen. Und ja, unter anderem auch verschiedenste Quartalszahlen, zum Beispiel bei Fortinet, die Aktie in den Keller gerissen haben. So, gucken wir uns mal aber an die Aktien, die am besten performt haben. Und hier stehen noch ganz schöne, ordentliche Zahlen drin. Wir haben auf dem ersten Platz Richtech Robotics. Die hat vor allem diese gute Monatsperformance in relativ kurzer Zeit erreicht. Ihr seht hier, innerhalb von einer Woche hat die Aktie schon 52% hier zugelegt. Und das liegt unter anderem an positiven Nachrichten, Partnerschaften. Wir sehen allerdings auch Core Mining, ja, der Silbersektor oder generell auch der Goldsektor performt ziemlich gut. Und Lemonade, durch die Quartalszahlen haben die einen ordentlichen Push gekriegt und diese 3 Aktien, die werden wir uns jetzt etwas genauer in der Chart- und Fundamentalanalyse anschauen. Fangen wir mal an mit Lemonade. Wie gesagt, hier haben wir ja die Quartalszahlen gehabt, die doch deutlich besser waren als erwartet. Vor allem der Gewinn war deutlich besser und auch der Umsatz leicht besser als von den Analysten geschätzt. Das hat die Aktie nach oben katapultiert und wir haben auch hier ein neues Zwischenhoch gemacht. Das heißt, rein charttechnisch sind wir jetzt hier oder haben ganz gute Chancen, diesen Aufwärtstrend so in Richtung $70 dann fortzusetzen. Wir sind allerdings jetzt hier auch wieder, wo die Aktie aktuell notiert, so bei $53. Ja, das war so dieses alte Hoch. Das heißt, wir sind gerade an der Unterstützungszone. Das bedeutet, wir testen gerade diese Ausbruchsmarke eigentlich im Grunde als Unterstützung und die sollte möglichst halten. Wir haben hier auch den 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Ja, ich möchte die Aktie ungern hier drunter fallen sehen, weil dann würden wir hier quasi auch Kursziele in Richtung $48 haben, um diesen Aufwärtstrend nicht zu brechen. Also definitiv möchte ich die Aktie dann aber auch nicht unter $47 sehen, weil dann würde diese ganze Story von einem längerfristigen oder kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrend erstmal per se sein. Soweit ist es noch nicht, ja. Wir haben noch gute Chancen, dass wir das auch noch halten. Von hier aus dann über die $60 steigen, also rein charttechnisch ist alles noch intakt. Und generell finde ich die Aktie ja auch interessant. Es ist halt eben auch eine Versicherungsaktie, also eigentlich eine defensivere Aktie, die noch relativ klein ist mit einer Marktkapitalisierung von knapp $4 Milliarden. Aber der Key Investment Case hier bei Lemonade ist ganz klar, dass sie KI fokussiert einsetzen für ihre Produkte. Und ich denke mal, das ist ein Faktor, der hier das Geschäft vor allem deutlich effizienter gestaltet und auch das Risiko bei den Versicherungen entsprechend minimiert und generell das Geschäft optimiert. So, die Quartalszahlen, wie gesagt, waren ziemlich gut. Wir sehen auch hier generell, was wir uns anschauen, immer bei den Videos, das Umsatzwachstum leicht rückläufig, aber ich hoffe mal, das hält sich auf dem aktuellen Niveau bei 20%. Wenn wir das so halten können, dann sind die aktuellen Bewertungen, gerade auch das KUV, ja, von 8 ist sicherlich üppig, ja, es ist nicht günstig, wir sehen es auch im historischen Vergleich, ist die Aktie jetzt am oberen Ende, günstig wäre sie eher bei einem KUV von 3, da wird sie jetzt meines Erachtens nicht so schnell hinkommen, weil wir eben diese guten Quartalszahlen hatten.
Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt diesen Aufwärtstrend tatsächlich halten können, glaube ich auch, dass wir hier bei der Aktie sicherlich in der nächsten Zeit auch in Richtung 70 Dollar laufen können. Und langfristig, wie gesagt, bin ich von der Aktie überzeugt. Also hier natürlich auch, weil es eine kleine Aktie ist, auch ein bisschen Geduld mitbringen, bis sich die Skalierungseffekte bei so einem neuen Geschäft auch entsprechend dann auszahlen. Und es braucht seine Zeit. Und ich denke, dass wir hier so im Hinblick bis 2030 deutlich höhere Kurse und vielleicht sogar ein Allzeithoch hier über diese letzten Marke bei wo war denn das ungefähr, hier so also in Richtung 200 Dollar dann sehen könnten. Wie gesagt, es braucht ein bisschen, aber ich finde die Aktie sehr, sehr spannend. Wir sehen auch positive Tendenzen bei den Fundamentalkennzahlen. Ja, wir sehen jetzt zum Beispiel hier auch bei der Nettogewinnmarge, beziehungsweise die Verluste werden eingeschränkt. Ja, es ist noch ein bisschen entfernt davon, dass wir profitabel werden, aber wir sehen auch positive Tendenzen beim freien Cashflow. Und wenn es so weitergeht mit den Quartalszahlen, ja, dass die hier gerade auch bei dem Verlust, dass der schneller eingedämmt wird als erwartet, dann sollte die Aktie auch dementsprechend gut performen können. Wenn wir uns mal die Prognosen anschauen, das ist hier nicht auch recht wichtig, dann sehen wir zwar so ein kleines Manko bei der Aktie, dass die Aktie schon sehr, sehr gut gelaufen ist, beziehungsweise das eigentlich schon übertroffen hat, was die Aktienanalysten hier auf der Einjahresprognose erwartet haben. Aber ich denke mal, dass die Schätzungen von den Analysten noch nicht angepasst sind, die sind da manchmal ein bisschen langsam. Aber wie gesagt, wir sehen hier positive Tendenzen, das heißt, die Aktie performt auch in den letzten Quartalen durchgehend eigentlich immer besser, als die Analysten geschätzt haben, weil jetzt hier der blaue Balken, wie es gemeldet wird, ja, die Verluste sind geringer, als eigentlich geschätzt wird. Und wenn wir uns mal so die Langfristperspektive anschauen, es dauert sicherlich noch, bis die Aktie, bis das Unternehmen profitabel wird, aber grundsätzlich bin ich hier recht zuversichtlich, dass wir hier eine ordentliche Performance bei der Aktie sehen könnten. Bis 2027 auch ordentlich steigende Umsätze. Ja, wir haben jetzt aktuell 2024 eine halbe Milliarde gehabt und das soll sich bis 2027 dann verdreifachen auf 1,6 Milliarden. Kleiner Dämpfer 2028, ich weiß gar nicht warum, aber grundsätzlich dieses Wachstum ist das, was wir sehen wollen und mal schauen, wie es dann soweit ist, wie es aussieht, wenn es dann soweit ist, wie dann die Perspektiven sind. Und generell finde ich es eine interessante Kombo eben aus Versicherung, also ein defensives Business kombiniert mit KI. Das ist doch was man sich auf die Watchlist packen kann. Ich habe es im Depot. Mich hat es gefreut, dass die Aktie jetzt bei den Quartalszahlen so gut performt hat und wir gucken uns mal die nächste Aktie an. So, die nächste Aktie ist Kerr Mining. Kerr Mining auch ziemlich gut gelaufen und da machen wir auch nächste Woche ein Video über die Gold- und Silberminenaktien. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und der Content, um den Kanal zu unterstützen. Würde mich sehr freuen und dann schauen wir uns mal die Aktie im Detail an. So. Hier sehen wir das, was wir alle so uns gewünscht haben. Ja, wie oft und wie laut waren die Minenaktien in der Kritik, dass sie dann nicht so performen wie die Metalle entsprechend. Und jetzt sehen wir so ein bisschen, nicht nur bei Kerr Mining, sondern auch bei den anderen Silberminenaktien, aber auch bei den Goldminenaktien, dass die hier tatsächlich ziemlich gut performen und auch die Metalle aktuell outperformen. Und das ist ja auch das, was ich schon seit geraumer Zeit sage, dass das irgendwann mal kommen wird, weil sich jetzt diese hohen Metallpreise in den Quartalszahlen auch bemerkbar machen, ja, durch die hohe Profitabilität, die man dadurch erzeugt, durch die höheren Preise. Ja, die Kosten bleiben erstmal stabil, aber die Preise, die Umsätze steigen, das heißt, der Gewinn steigt auch ordentlich und das sehen wir hier schon mal bei den Earnings, 12% besser als erwartet und ich denke auch, dass die nächsten Earnings noch deutlich besser werden. Also die Silberminenaktien, wenn man sie hat, ist es auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall behalten, weil ich glaube, wenn die Silber- und Goldpreise weiter anziehen, dann sollten diese Aktien auch jenseits von diesen, zumindest Kerr Mining, jenseits von dieser Widerstandszone, die wir hier im Auge haben, hier so um die 16 Dollar, sollten wir auch dann durchaus darüber notieren können. Ja, grundsätzlich ist die Aktie kurzfristig schon mal sehr, sehr gut gelaufen. Also wir haben es schon eine sehr, sehr steile Rallye gehabt. Innerhalb kurzer Zeit hat die Aktie mehr als 100% gemacht. Das ist schon sehr, sehr viel. Da ist es normal, dass wir irgendwann mal auch mal konsolidieren. Aber diese Konsolidierung, diese Korrektur bei den Minenaktien, das werden wir dann sehen, auch wenn grundsätzlich die Metalle korrigieren. Soweit ist es noch nicht. Da sind wir natürlich am Ball. Ja, ich mache da immer wieder Updates über Gold und Silber, sodass ihr da nichts verpasst. Und ich natürlich auch nicht verpasse, sodass wir da entsprechend richtig handeln können. Also lasst gerne ein Abo da. Und ja, wie gesagt, Kerr Mining, Top-Aktie. Die Quartalszahlen waren auch sehr, sehr gut. Die Bruttomarge, das ist das, was ich ja gesagt habe. Durch die hohen Preise, dann steigt die Profitabilität und vor allem die Bruttomarge
Ja, das ist das Erste, was wir dann sehen, was dann anspringt. Und hier haben wir schon mal einen Allzeithoch, was die Bruttomarge angeht. Und wenn der Silberpreis noch weiter steigt, dann sollte diese Bruttomarge dann auch weiter in Richtung 40% steigen. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Wir sehen auch im gleichen Zuge die Nettogewinnmarge, die auch nach oben anzieht. Und ich erwarte auch hier weitere Steigerungen und dementsprechend unterstützt es auch diesen starken Aufwärtstrend, den wir hier bei der Aktie sehen. Die freien Cashflows profitieren natürlich auch ziemlich stark und mit freien Cashflows geht dann natürlich auch die Frage einher mit der Dividende. Bei Curve Mining haben wir jetzt leider keine Dividende, aber möglich, dass es vielleicht auch eventuell dann zu einer Dividende kommt. Ja, bei Dividendenaktien gibt es dann auch aus dem Bereich gerade andere Aktien, die hier, ich sag mal, prädestinierter dafür sind. Wie gesagt, die schauen wir uns dann im Video an. Wollen wir uns mal im Detail die einzelnen Gold- und Silberminenaktien in der kommenden Woche anschauen. So. Ansonsten kann ich sagen, gucken wir uns auch hier mal die Prognose an, was die Analysten so sagen. Und das heißt, tatsächlich bin ich da anderer Meinung. Ich bin da eher sehr, sehr bullisch, weil ich auch glaube, dass Silber noch weiter gut laufen wird und wir vor allem die nächsten Quartalszahlen auch entsprechend noch sehr, sehr gute Profitabilität generell bei den Minenaktien, auch bei Curve Mining sehen sollten. Ja, deswegen auch natürlich ist die Aktie auch schon ziemlich heiß gelaufen, kann man fast schon sagen. Aber tatsächlich ist es schon sehr, sehr hoch, wenn wir uns mal die Historie betrachten. Aber hier waren wir halt eben in einem Umfeld, wo wir nicht, wo die Minenaktien zu kämpfen hatten mit der Profitabilität. Und das hat sich jetzt geändert. Die Börse spielt ja auch immer ein bisschen die Zukunft und dementsprechend wird auch hier weiter eingepreist, dass der Silberpreis entsprechend weiter hoch bleibt und es ist sicherlich noch nicht allzeit hoch, was die Bewertung angeht, also da haben wir sicherlich noch Luft, aber es ist auch keine günstige Bewertung mehr. Das hat bedeutet, dass wir hier so entsprechend auch so ein bisschen ein Auge drauf haben müssen, wann kippt denn der Markt, damit wir auch den Absprung schaffen, weil ganz klar zu sagen, der Rohstoffsektor ist ein zyklischer Sektor und hier ist Buy and Hold sicherlich die falsche Strategie, die man hier nicht anwenden sollte, sondern man muss hier wirklich aktiv dabei sein und auch wirklich aktiv Gewinne mitnehmen. Das ist wichtig. Aber das schauen wir uns hier entsprechend natürlich in den Videos an. Wie gesagt, Curve Mining läuft, ja. Wer sie hat, laufen lassen. Wer sie noch nicht hat, beziehungsweise überlegt, generell in den Sektor einzusteigen, ja, durchaus. Machen wir, wie gesagt, besprechen wir im detaillierten Video dann später nächste Woche. Gucken wir uns die letzte Aktie an, das ist Richtech Robotics. Das ist natürlich eine sehr, sehr spekulative Aktie im Bereich Robotik, aber der Robotiksektor, wenn ihr euch mal die Zahlen anschaut und da ein bisschen Research macht, was McKinsey und so sagt, dann ist es ein Markt, der ordentliche zweistellige Voluminas bekommen könnte in den nächsten, ja, so bis 2030 hin. Und wir sehen auch hier, Richtech Robotics ist natürlich noch am Anfang, zumindest ein sehr, sehr kleines Unternehmen, auch 2016 erst gegründet, 1/2 Milliarde. Jetzt Marktkapitalisierung ist es sicherlich nicht viel. Wir sehen es noch bei den Umsätzen. Ja, wir haben jetzt einen Jahresumsatz, der auch stark schwankt, der eigentlich im Grunde nicht nennenswert ist. Also im Grunde kann man sagen, man macht kaum Umsätze. Aber man hat es entsprechend hier Neuigkeiten und das ist auch das, was die Aktie so ein bisschen gepusht hat. Ja, man hat es auch Verträge, wo man entsprechend Roboter liefert und die Aktie hat daraufhin sehr, sehr gut reagiert und ist eben ja die bestperformendste Aktie aus meinem Depot in diesem Monat. Wir sehen jetzt aber auch hier, was die Charttechnik angeht, da haben wir natürlich jetzt, da wo die Aktie korrigiert hat, hier und hier hatten wir so Punkte, wo die Aktie gedreht hat in der Vergangenheit. Und das sind eben diese Widerstandszonen, das haben wir auch hier gemerkt. Die Aktie setzt zu einem Rücksetzer an, das ist durchaus normal, wenn man innerhalb von einer Woche 50% Kursanstieg macht, beziehungsweise innerhalb von wenigen Wochen sich fast verdoppelt. Ja, dann darf man auch mal um 20, 30 und vielleicht sogar 40% fallen. Also würde mich nicht wundern, wenn wir hier sogar unter die $3-Marke fallen. Grundsätzlich ist es ein spekulatives Investment, ja, aber wenn man im Bereich Robotik investieren möchte, ist, glaube ich, Richtech Robotik eine Aktie, an der man eigentlich nicht vorbeikommen sollte. Und wie gesagt, es ist eine Pure-Play-Aktie und dementsprechend hat man natürlich auch einen starken Hebel drauf, um von diesem globalen Megatrend zu partizipieren und zu profitieren. So, gucken wir uns mal die Fundamentalkennzahlen an. Da gibt es gar nicht mal so viel zu sagen, weil es eben noch so ein junges Unternehmen ist.
Und auch noch keine Umsätze, keine nennenswerte Umsätze macht. Deswegen macht das Ganze so ein bisschen schwierig, fundamental zu bewerten. Und deswegen ist es halt eben die Kategorie spekulatives Investment und da muss man auch Geld nur oder darf man nur Geld investieren, dass man auch wirklich bereit ist, komplett zu verlieren. Ich glaube es nicht, dass Richtek Robotics pleite geht und dass man jetzt hier entsprechend Totalverlustrisiko nennenswert hat. Aber wie gesagt, man hat natürlich ein höheres Risiko, als wenn man jetzt zum Beispiel in eine Nvidia oder so investiert. So, Bruttomargen sind schon mal sehr, sehr ordentlich für den kleinen Umsatz, den man auf jeden Fall schon mal hat. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ja, den Rest müssen wir dann sehen, wenn es sich entwickelt. Wie gesagt, das dauert noch viele, viele Jahre. Aber was wir ja oft sehen, und das habe ich auch hin und wieder mal erklärt, gerade auch mal im letzten Livestream zum Beispiel, was wir ganz oft sehen bei neuen Technologien, ja, das ist zum Beispiel auch bei der Dotcom-Bubble, ja, dass wir zumindest hier so eine Euphorie haben. Man kann auch davon reden, dass es eine Blase ist. Und dann irgendwann platzt die Blase, dann konsolidiert der Markt, fällt um 80-90% und langfristig setzen sich dann diese oder kristallisiert sich in dieser Phase heraus, welche Aktien ja im Grunde fundamental die Aktien und Unternehmen sind, die sich durchsetzen werden in dem Markt. Das kristallisiert sich da heraus und dann kann man sie hier langfristig, wie zum Beispiel in der Amazon, dann früher bei der Dotcom-Blase entsprechend kaufen. Natürlich den Markt analysieren, um dann langfristig über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte von den Aktien zu profitieren. Wo stehen wir jetzt hier bei Robotik? Ich glaube, wir sind noch nicht mal ansatzweise hier angelangt, wo die Aktien entsprechend hinkommen könnten. Wenn wir jetzt so einen Hype sehen, dann bekommen solche Aktien wie zum Beispiel eine Richtek Robotik, die es noch keine Umsätze hat, durchaus Bewertungen von 10 Milliarden Dollar. Wenn ihr euch erinnert, wir haben jetzt eine halbe Milliarde. Das würde bedeuten, dass die Aktie sich locker verzwanzigfachen kann, also dass sie bei 60 US-Dollar stehen könnte in so einem Hype-Szenario. Und da sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Aber das ist was ich so ein bisschen drauf spekuliere. Wie gesagt, das ist eine spekulative Aktie. Ja, darauf spekuliere ich und ich verkaufe dann aber auch hier. Und das ist tatsächlich der schwierige Part, hier zu verkaufen, aber auch hier nicht zu früh zu verkaufen. Das müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich glaube, der Run, der erfolgt noch. Wir haben sehr, sehr starkes Kaufvolumen. Das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass wir womöglich auch einen langen Aufwärtstrend sehen könnten und so ein Hype, ja, so eine parabolische Bewegung. Ich erwarte dass wir das noch sehen werden bei einem Robotikbereich. Ich werde das auch natürlich in neuen Videos dann begleiten. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht über Robotik. Das findet ihr auf meinem Kanal. Ich verlinke es auch gerne auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, wie gesagt, stehen wir hier am Anfang. Das gleiche gilt auch für Drohnen. Ja, Drohnen sind wir auch ungefähr hier. Also noch recht früh in der Phase, aber auch bei KI, Pure Play Software Aktien, ja, also Anwendungsaktien, da sind wir auch noch hier. Ich glaube, der größte Hype kommt noch und dementsprechend kann man hier auch noch einiges an Geld verdienen. So, das war das Video zu meinen 3 Aktien mit der besten Performance im Monat August. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und schaut euch gerne, wie gesagt, das Video zur Robotik an oder auch Drohnen oder KI. Findet ihr alles auf meinem Kanal oder in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, viel Erfolg und ciao.